Georg Schwarz, wo waren Sie, als Sie vom schweren Erdbeben und dem Tsunami in Japan erfuhren? Ja, da habe ich eine langweilige Antwort. Ich war an diesem Morgen im Büro, wie eigentlich meistens, wenn ich keine Ferien habe. Und während des Tages kamen dann immer mehr so Meldungen. In Japan habe sich ein schweres Erdbeben ereignet, es habe einen Tsunami gegeben und auch Kernkraftwerke seien betroffen. Und ja, es war relativ schwierig, sich dann auch ein Bild zu machen, weil es gab auch widersprüchliche Meldungen und eigentlich erst am Abend dann, wir waren noch bei Freunden am Nachtessen, habe ich mich nachher noch rasch eingeloggt im Internet und dann gesehen, ja, da ist wirklich ein schwerer Unfall passiert. Was ging in Ihnen vor, als Sie gemerkt haben, dass da eben auch die nukleare Sicherheit betroffen ist? Ja, das wahre Ausmaß des Unfalls war dann eigentlich erst in den nächsten Tagen, so Samstag, Sonntag, Montag, wurde uns das eigentlich klar, wie schwierig diese Situation in Japan war. Wir haben einfach mit unvollständigen Informationen, stückhaften Informationen versucht, uns da parallel dazu ein Bild zu machen. Und wir haben einfach gesehen, der Unfall geht einfach immer weiter, immer weiter. Block 1 ist der Kern geschmolzen, dann explodiert Block 2, der Kern geschmolzen, Block 3, der Kern geschmolzen, Block 4 ist auch explodiert und es war einfach wirklich für uns auch sehr, sehr schwierig zu begreifen, ja, warum machen die Japaner nichts, oder was? Klar, es ist logisch, man hat einen schweren Tsunami gehabt, das war uns auch klar. Die Straßen waren zerstört, es gab keine Elektrizität. Aber irgendwie war da in dieser ersten Woche auch so ein ungläubiges Staunen, wie dieser Unfall seinen Lauf nimmt. Und eigentlich erst eine Woche später, als dann auch das Militär begann, den Betreiber zu unterstützen, hat sich dann die Lage stabilisiert. Also das war schon ein einschneidendes und auch hautnah erlebtes Erlebnis. Wie haben Sie die Reaktion der Schweiz auf die Geschehnisse in Japan wahrgenommen? Ja, über die Reaktion in der Schweiz, da waren wir völlig überrascht oder überrollt. Also es war unglaublich, was dieser Unfall am anderen Ende der Welt für ein Echo in den Schweizer Medien und auch in der Schweizer Politik dann ausgelöst hat. Das begann, äh, das begann eigentlich schon am Samstag. Wir wurden wirklich von Medienanfragen überschwemmt. Wir hatten einen Übertragungswagen, einen Satellitenübertragungswagen ständig vor dem Haus. Ein Fernsehteam nach dem anderen, ein Radioteam nach dem anderen kamen für Interviews und dann natürlich noch die Printmedien. Wir haben sehr schnell dann begonnen, Medienkonferenzen zu organisieren. Eigentlich, das waren wir uns auch überhaupt nicht gewöhnt. Und was eigentlich fast noch erstaunlicher war, war dann auch die für schweizerische Verhältnisse unglaublich heftige Reaktion der Politik. Ich meine, das Departement von Doris Leuthard hat am Sonntag, also 3 Tage nach dem Unfall in Japan, bereits die schweizerischen Gesuche für die neuen Kernkraftwerke sistiert. Und ich meine, und kurz darauf begannen dann auch die ersten Fragen, ja, wie ist es in der Schweiz, wieso stellt ihr die schweizerischen Kernkraftwerke ab, und wurden auch dann heftig kritisiert. Was hat das ENSI gefordert? Was waren die nächsten Schritte des ENSI? Ich meine, die Schweiz ist ja nicht ein klassisches Erdbebengebiet wie Japan, obwohl wir natürlich auch Erdbeben haben. Und wir sind auch nicht am Meer, deshalb ein Tsunami kann es in der Schweiz in dieser Art ja auch nicht geben. Aber wir haben natürlich dann Analogieschlüsse gemacht. Also wir haben gesagt, okay, in Japan wurden jetzt die externen Gefährdungen durch Naturereignisse höchstwahrscheinlich unterschätzt und wir haben beschlossen eigentlich jetzt die schweizerischen Kernkraftwerke detailliert auf Naturereignisse mit neuesten Gefährdungsannahmen zu überprüfen. Deshalb haben wir dann sehr früh, schon am 1. April, also wenige Tage nach dem Unfall, angeordnet, dass die Erdbebensicherheit und die Hochwassersicherheit der Werke untersucht werden muss. Diese Arbeiten
wurden dann unter hohem Druck eigentlich auch angegangen. Zusätzlich hat sich die Schweiz dann auch am EU-Stresstest beteiligt und die ganzen Überprüfungen, die wir in diesem Jahr, ich muss sagen, es war wirklich ein intensives Jahr, die wir in diesem Jahr dann gemacht haben, haben dann auch gezeigt, dass die schweizerischen Werke eigentlich auf einem guten Sicherheitsstandard waren, weil bereits in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren umfangreiche Nachrüstungen eigentlich vorgenommen wurden und und sehr viel eigentlich in die Sicherheit investiert wurde, sodass das Sicherheitsniveau der Schweizer Werke auch im europäischen Quervergleich dann sehr, sehr gut war. Herr Schwarz, vielen Dank für dieses Interview.